Hey, schön, dass du da bist. Mach's dir kurz bequem, denn heute wird's richtig praktisch. Wir sprechen über etwas, das dein Leben wirklich verändert, aber nur dann, wenn du es nicht nur verstehst, sondern auch umsetzt. Disziplin. Wenn du schon mal darauf gewartet hast, endlich motiviert genug zu sein, dann ist dieses Video für dich. Wir werden dich hier nicht runterziehen und dir auch keine Zauberformel für 3 Tage verkaufen. Wir zeigen dir, warum Motivation auf Dauer nicht trägt und was stattdessen funktioniert. Denn Motivation kommt und geht, aber dein Alltag bleibt. Und genau im Alltag entscheidet sich, ob du vorankommst oder wieder von vorn anfängst. Am Ende sollst du nicht nur kurz inspiriert sein, sondern einen Plan haben, den du morgen wirklich durchziehst. Wichtig: Disziplin hat nichts mit Perfektion zu tun. Disziplin heißt Richtung, Wiederholung, dranbleiben. Also, los geht's. Ich sag's direkt. Motivation kann sich unglaublich stark anfühlen, aber sie hält selten lange. Du bist kurz on fire nach einem Transformationsvideo, nach einem Gespräch mit einer starken Person oder nach dem Moment, in dem du einfach nicht mehr so weiterleben willst. Manchmal reicht ein Blick in den Spiegel und dieser ehrliche Gedanke: so will ich mich nicht mehr fühlen. Und ja, das ist normal. Motivation entsteht oft aus Kontrast, wenn die Realität drückt und du raus willst. Aber dann kommt das echte Leben. Zu wenig Schlaf, Arbeit, Uni, Kinder, Stress, Haushalt, Termine. Deine Stimmung schwankt, Ergebnisse kommen nicht sofort. Und zack, die Motivation ist weg. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil Motivation ein Gefühl ist. Und Gefühle sind nicht dafür gemacht, stabil zu sein. Wenn du auf ein Gefühl ein System baust, wirst du immer wieder starten und abbrechen. Darum brauchen wir etwas Solideres: Disziplin. Und hier ist der Kern. Disziplin ist Handeln ohne Verhandeln. Nicht jeden Tag diese inneren Diskussionen: muss das wirklich sein? Vielleicht morgen, heute bin ich müde. Bringt das überhaupt was? Disziplin heißt, die Entscheidung ist bereits getroffen und du führst sie aus. Aber ganz wichtig: Disziplin ist keine Selbstbestrafung. Es geht nicht darum, dich durchzubrechen oder jeden Tag auf Maximum zu laufen. Disziplin ist Konsequenz. Kleine Schritte, regelmäßig, auch wenn sie nicht perfekt sind, auch an schlechten Tagen. Denn perfekte Bedingungen kommen fast nie. Die Zeit läuft trotzdem. Und Disziplin sieht man besonders dann, wenn niemand zuschaut. Keine Likes, kein Druck, kein Applaus, keine Kontrolle. Genau da baust du Selbstrespekt auf. Du hältst dein Wort vor dir selbst. Und das ist ein Fundament, das nicht wackelt. Genau deswegen ist Disziplin die Brücke zwischen Zielen und Realität. Ziele haben fast alle. Abnehmen, fitter werden, mehr Geld verdienen, eine Sprache lernen, ein Business starten, endlich mit Content anfangen, weniger prokrastinieren, Ordnung im Kopf und im Leben. Aber die Realität ändert sich nicht durch „ich will". Sie ändert sich durch „ich mache". Disziplin verbindet irgendwann mit heute, ich könnte, mit ich hab's getan. Und noch was: Disziplin ist nicht nur für Eisenmenschen. Sie ist am wichtigsten für normale Menschen, für uns, für Menschen mit Müdigkeit, Angst, unregelmäßigen Tagen, zu vielen Aufgaben und zu wenig Energie. Gerade dann ist Disziplin kein Luxus, sondern ein Werkzeug. Und der größte Mythos: man wird diszipliniert geboren. Nein. Disziplin ist ein Skill. Wie Muskeln, wie Autofahren, wie eine Sprache. Am Anfang holprig, später normal. Du bist nicht undiszipliniert. Du bist untrainiert. Und das kann man ändern. Okay, wie startest du von Null so, dass du nicht nach einer Woche wieder rausfliegst? Schritt 1. Setz die Messlatte so niedrig, dass du sie kaum verfehlen kannst. Nicht 1 Stunde Sport jeden Tag, sondern 10 Minuten Bewegung. Nicht 45 Minuten Sprache, sondern 5 bis 10 Minuten. Nicht 3 Seiten schreiben, sondern 5 Sätze. Am Anfang geht's nicht um Maximum,
Es geht um Vertrauen. Ich tue, was ich mir verspreche. Schritt 2. Ein Fokus für 2 bis 4 Wochen. Der häufigste Fehler ist, alles gleichzeitig zu ändern. Sport, Ernährung, Schlaf, Produktivität, Lesen, Sprache, Meditation, Business, Ordnung, Social Media. Klingt geil auf Papier, überfordert aber dein System. Wähl einen Anker und festige ihn. Schritt 3. Verknüpfe die Gewohnheit mit einem Trigger. Nach dem Kaffee 10 Minuten planen. Nach der Arbeit Spaziergang. Vor dem Schlafen Lesen. Nach der Dusche Stretching. Weniger denken, mehr machen. Und genau da wird Disziplin plötzlich leicht. Und jetzt der echte Grund, warum Menschen scheitern. Selten wegen eines großen Fehlers, meistens wegen kleiner Ausnahmen. Heute lasse ich's aus. Morgen geht auch. Ich starte am Montag. Hat nicht geklappt. Dann nächsten Monat. Und plötzlich ist die Kette weg. Deshalb 2 Regeln, die wirklich retten. Regel 1: Nicht 2-mal hintereinander auslassen. Ein Ausrutscher ist Zufall. 2 sind ein neues Muster. Wenn du gestrauchelt bist, kein Drama, komm morgen zurück. Regel 2: An schlechten Tagen mach das Minimum, aber nicht 0. Keine ganze Einheit. Mach 5 Minuten. Kein Lernen. Mach 10 Minuten. Keine Deep Work. Mach einen kleinen Schritt. Das hält deine Identität stabil. Du bist jemand, der nicht aufgibt. Und Identität schlägt Laune. Jedes Mal. Und bitte, lass nicht den Perfektionismus deine Disziplin zerstören. Perfektionismus ist oft gefährlicher als Faulheit. Er sagt, wenn nicht perfekt, dann gar nicht. Wenn nicht Maximum, bringt's nichts. Wenn ich einmal versage, ist alles vorbei. Disziplin sagt das Gegenteil. Heute Minimum, aber ich bleibe drin. Nicht perfekt, aber konstant. Ich fange nicht neu an, ich mache weiter. Eine stabile 4 jeden Tag schlägt die seltene 10. Und das geht direkt auf dein Selbstwertgefühl. Jedes Mal, wenn du dein Versprechen hältst, wächst innere Stabilität. Ich kann das. Ich halte mein Wort. Ich steuere mein Leben. Und wenn du immer wieder versprichst und nicht tust, sammelst du Scham und Misstrauen gegen dich selbst. Disziplin ist deshalb nicht nur Leistung, sie ist innerer Halt. Und noch eine Wahrheit über Energie. Viele warten, bis sie sich bereit fühlen. Aber oft kommt Energie erst nach der Aktion. Du startest nicht immer mit Power. Manchmal startest du bei 0 und Bewegung macht dich wieder lebendig. Bau dir deshalb ein simples System. Zum Beispiel 3 Punkte pro Tag. Einer wichtig, einer unterstützend, einer nur für dich. Reduziere Reibung, leg das Buch sichtbar hin, mach die Sportklamotten bereit, räum Ablenkungen vom Homescreen. Tracke es. Kalender, Habit Tracker, Häkchen. Ketten wirken psychologisch brutal gut. Und wenn du prokrastinierst, das ist oft nicht Faulheit. Es kann Angst vor Fehlern sein, Angst vor Bewertung, ein zu großer unklarer Berg oder emotionales Ausbrennen. Dann mach's kleiner. Nicht Projekt, sondern erster Absatz. Nicht alles erledigen, sondern Dokument öffnen. Stell einen Timer auf 10, nur 15 Minuten. Ich mache nur 10 Minuten. Und sehr oft rollst du danach von selbst weiter. Am Ende wird Disziplin zu einem echten Vorteil. Talent zählt, Intelligenz zählt, Glück zählt, aber Disziplin macht Ergebnisse fast unvermeidbar, wenn du dir Zeit gibst. Die meisten wollen, aber tun nicht. Sie starten, aber brechen ab. Sie arbeiten in Schüben und warten auf Inspiration. Disziplinierte Menschen machen es ruhig und regelmäßig und wachsen dadurch fast automatisch. Skills, Einkommen, Körper, Selbstvertrauen, Lebensqualität. Das Wichtigste, das du mitnehmen sollst: Motivation ist der Funke. Disziplin ist der Motor.
Disziplin ist nicht Perfektion. Disziplin ist Konsequenz. Du wirst nicht diszipliniert geboren. Du wirst es, Schritt für Schritt. Und wenn es gerade schwer ist, starte mit dem Minimum. Aber starte. Damit sind wir am Ende. Wenn dir dieser klare, praktische Stil gefällt, abonnier den Kanal, weil wir hier regelmäßig über Disziplin, Gewohnheiten, Mindset und Tools sprechen, die dich voranbringen, ohne auszubrennen. Lass gerne ein Like da. Das hilft dem Video, mehr Menschen zu erreichen, die genau das jetzt brauchen. Und schreib in die Kommentare, in welchem Bereich brauchst du gerade am meisten Disziplin? Gesundheit, Geld, Lernen, Arbeit oder etwas Persönliches? Allein diese Antwort gibt dir schon Fokus für die nächsten Wochen. Wenn du willst, machen wir als nächstes ein Video dazu, wie du deine Minimumhürde konkret festlegst, damit du stabil bleibst. Danke, dass du bis hier geblieben bist. Sei freundlich zu dir, aber bleib konsequent. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!